Moin ihr Landratten, herzlich willkommen. Hier ist Hamburg Hafen Live. Endlich mal wieder aus Hamburg. Naja, wir waren ja schon von der Seemannsmission online, aber jetzt mal wieder hier vom Bubendeiufer heute. Mensch, das fühlt sich an wie wieder zu Hause sein. Die Woche über war ja jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ihr habt es ja so ein bisschen mitbekommen. Ich habe den Klassiker bekommen. Das heißt, ja, nach dem Urlaub, nach der Kreuzfahrt nach Hause und dann gleich mal schön eine Erkältung aufgesackt. Also gleich mal richtig schön Nase zu, schönes Kratzen im Hals. Aber so langsam geht es wieder. Also bin zumindest so fit. Kann sein, dass ich hier und da noch mal ein bisschen schnaufen und husten muss. Aber naja, wenn es sonst nichts ist. Und ja, heute an diesem schönen Freitagnachmittag geht es auch mit einem wunderbaren Programm los. Ich dachte mir, ich nenne das einfach mal Hafenkino Live. Und wir rollen den roten Teppich hier auf der Elbe aus für die AIDA Luna, die Finnmarken von Hurtigruten. Dann geht die Ever Mega raus, die One Ingenuity kommt rein und die MSC Quiddery. Ich denke mal irgendwie an Quidditch dabei. Quidditch, das war Harry Potter, oder? Ja, auf jeden Fall freue ich mich wahnsinnig, jetzt wieder hier zu sein. Ich freue mich natürlich auch wahnsinnig, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Und ja, meine größte Sorge war eigentlich nach diesem ganzen Equipment hin und her, alles aufbauen auf der AIDA und dann hier wieder alles zusammenfummeln. Hatte ich so ein bisschen Sorge, dass ich irgendwie ein Teil vergessen habe. Ja, und ich habe auch tatsächlich ein Teil zu Hause liegen lassen. Das ist glücklicherweise nicht ganz so wichtig. Das ist nur, ich habe so ein Strap für die Fernbedienung von der Drohne. Aber das ist halb so wild. Da komme ich auch notfalls ohne aus. Ja, Mensch, dann wollen wir mal die Kamera in Richtung Hamburg drehen. Und ihr seht, Wetter spielt mit. Es ist eigentlich, man könnte sagen, perfektes Streamwetter. Also es ist nicht zu warm, es ist nicht zu kalt. Es soll auf jeden Fall trocken bleiben. Wir haben ein paar schöne Fotowölkchen am Himmel. Also ja, gibt überhaupt nichts zu meckern heute. Schade eigentlich. Dabei meckern wir doch eigentlich immer so gerne. Ja, so, Honda meldet Bild und Ton, super. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ganz, ganz wichtig, dass Bild und Ton passen und ich alles wieder richtig zusammengebastelt habe. Da hinten sehen wir die Sim America, die geht, glaube ich, erst heute so gegen 23 Uhr raus. Und hier kommt auch gleich die Frage, Alina möchte wissen, ob ich morgen Abend die Perla streame. Also morgen haben wir erstmal Kieler Woche. Ich dachte mir, ich fahre da mal hin und gucke mir die Windjammer-Parade an, die ja morgen Vormittag sein soll, zwischen 10 und 16 Uhr. Ich glaube wirklich, los geht das so gegen 11 Uhr und ja, da dachte ich mir, fahre ich auf jeden Fall mal hin, mache da mal einen kleinen Stream. Kieler Woche ist ja traditionell auch immer recht verregnet, aber ich glaube, morgen sieht es ganz gut aus. Maiki möchte wissen, ob ich Kilos auf der Kreuzfahrt gelassen habe. Ja, gelassen oder mitgebracht. Also ich habe das Gefühl, dass ich es ganz gut überstanden habe und jetzt nicht irgendwie mit wahnsinnig zusätzlichen Kilos nach Hause gekommen bin, obwohl ich gut gegessen habe. Aber ich bin ja auch ganz gut gekraxelt, vor allem in den ersten Tagen. Ach Mensch, war das schön. War das schön. War das herrlich auf der Kreuzfahrt in Norwegen. Aber das Schönste am Urlaub ist eigentlich das Nachhausekommen. Und ja, so eine Kreuzfahrt ohne seine Lieben, beziehungsweise bei mir ohne meine Liebe, also Tanja, die, ja, das geht eigentlich gar nicht. Und ich habe gesagt, also wenn ich noch mal eine Kreuzfahrt mache, dann auf jeden Fall nur mit Tanja. Alles andere steht eigentlich nicht zur Diskussion. Ja, Falki fragt, wie ist es auf der AIDA? Also ich habe halt keinen Vergleich. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das auf anderen Schiffen ist, bei anderen Reedereien, aber ich muss sagen, insgesamt war das schon eine tolle Sache. Also das haben die super gemacht bei AIDA, also die ganze Organisation, das ist schon echt klasse. Da gibt es eigentlich überhaupt nichts zu meckern. Ne? Die geben sich da alle unheimlich viel Mühe an Bord, die ganze Crew, die sind alle super nett.
Also zu meckern gibt es da eigentlich nichts. Wolfi fragt, wann das versprochene Fazit kommt. Wolfi, da bin ich ein bisschen auf den Fabian angewiesen, weil das haben wir ja als Video aufgenommen und Fabian wollte das bei sich auf dem Kanal posten. Aber Fabian, der ist halt so richtig professionell. Die haben halt so einen richtigen Plan, wann sie was veröffentlichen. Die sind nicht so wie ich. Hau raus, wenn es fertig ist, dann raus. Manchmal 3 Videos hintereinander und dann mal eine Woche gar nichts. Also da müssen wir einfach abwarten. Wolfi, aber auf jeden Fall vielen Dank, dass du 14 Monate dabei bist. Und Andi, der Bahnfilmer, ist auch da, schon seit 17 Monaten. Und er sagt, danke für die unterhaltsamen und interessanten Livestreams. Danke, danke, danke. Lutz fragt nach den Knochenschall-Kopfhörern, die ich aufhabe. Ja, die habe ich ja schon seit ein paar Monaten. Und die sind halt einfach dazu da, um so ein bisschen Ton abzuhören. Ich hatte das vorher immer mit so AirPods gemacht, aber das stört mich einfach, wenn ich die ganze Zeit etwas im Ohr habe. Man bekommt halt nicht so viel mit von dem, was drumherum passiert. Und aus dem Grund habe ich dann mal solche sogenannten Knochenschall-Kopfhörer ausprobiert. Und ich muss sagen, die sind für meinen Anwendungsfall hier, also um alles noch mitzubekommen, aber auch ein bisschen Ton nebenbei abhören zu können, sind die ideal. Ob die jetzt perfekt sind, wenn man jetzt, sag ich mal, nur Musik hören möchte oder Filme gucken oder so, das kann ich nicht sagen. Also da habe ich jetzt nicht den Test gemacht. Aber so bin ich eigentlich total begeistert, weil du merkst die kaum, die sind super leicht. Du hast sie nicht im Ohr. Von daher, ja, also ich kann die Dinger nur empfehlen. Ach Mensch. Endlich wieder Fähren, endlich wieder Fähren. Norwegen war natürlich landschaftlich der absolute Knaller, das muss man sagen. Also gerade Geiranger, das war schon echt sensationell. Aber Schiffsverkehr war relativ wenig. Also ich habe mich dann auch ein bisschen gefreut, als wir auf dem Rückweg auf Helgoland zugesteuert sind und dann, da ich da die ersten großen Containerschiffe auf Rede liegen sehen habe, das war auch so ein bisschen Homecoming. Also das war schon echt klasse. Und eins muss man natürlich auch sagen, so eine Kreuzfahrt, das ist halt schon eine schöne Sache, aber es hat halt mit Seefahrt nicht so viel zu tun, ja? Weil da natürlich schon die Crew- und Gästebereiche sind sehr strikt voneinander getrennt und aus dem Grund bekommt man halt von dem ganzen seefahrerischen, von dem ganzen nautischen Aspekt und so weiter, bekommt man da halt nicht so wahnsinnig viel mit. Ne? Oh, Brigitte schreibt, sie ist drüben beim alten Schweden. Ich weiß gar nicht, ob ich da rüber komme. Ach, guck mal, da ist der alte Schwede und da leuchtet was orange. Dass es jetzt nicht scharf ist, das liegt daran, dass ich gerade genau durch die Abgase von der Fähre filme. Aber das kann doch nur unsere Brigitte sein. Brigitte, das ist ganz toll, dass du immer deine orange Jacke anhast. Da sehen wir dich auf jeden Fall. M. Simpson fragt, was mir am besten und am schlechtesten gefallen hat auf der AIDA. Ja, wartet doch mal das Fazitvideo ab, was dann irgendwann demnächst beim Fabian kommt. Norbert ist seit 18 Monaten dabei, schickt auch einen Moin. Und Bahnfilmer Andi schließt sich mir an und sagt, er nutzt Knochenschall-Kopfhörer auch schon länger und kann sich nicht beklagen. Ja, also es ist echt eine coole Sache für alle, die was Leichtes haben und nicht die ganze Zeit irgendwas im Ohr haben möchten. Sicherlich gibt es soundtechnisch Besseres, aber ich glaube, das ist schon ein ganz hervorragender Kompromiss. Familie Struss fragt, warum ich keinen Stream mit der Independence of the Seas gemacht habe. Ja, wie gesagt, ich hing so ein bisschen neben der Spur und am Mittwoch der Stream mit der Seemannsmission, da hat Ben mich ja schon einen Großteil unterstützt und mehr als die Hälfte übernommen. Und deshalb habe ich gestern dann nochmal gesagt, komm, etwas ausruhen noch. Und aus dem Grund habe ich dann gestern gesagt, machen wir nichts. Dafür heute dann großes Programm mit mindestens 5 dicken Pötten und ein bisschen Beifang.
Karl Ernst, ja genau. Morgen soll die Windjammer-Parade sein bei der Kieler Woche. Ich war da noch nie. Habe das selber noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wie eindrucksvoll das ist. Aber ich finde, Windjammer-Parade klingt grundsätzlich schon mal nach einer coolen Sache. Ja, Schlepper, schreibt Sebastian Kolzi auch gerade, sind unterwegs zu der Eva Mega. Die soll ja um 17 Uhr rausgehen. Ich glaube, eben habe ich schon 2 Schlepper gesehen, die dahin sind. Und jetzt ist noch einer hinterher. Ja, Lufthansa ist heute auch am Start. Ist ein bisschen windig, aber ich glaube, das packt sie ganz gut. Das steckt sie ganz gut weg. Mal gucken, ob ich noch fliegen kann nach der ganzen Zeit. Mugoli, ich danke dir herzlich, dass du dein Abo bei Twitch verlängerst. Jetzt schon 11 Monate. Ganz herzlichen Dank. Und was kommt denn da von hinten? Mensch, wenn das nicht das Loveboat ist, die Blankenese. Ja, ich komme nochmal nach Hamburg. Danke für die Info, die Independence of the Seas. Aber es ist ja auch so, dass ich habe jetzt irgendwie nicht so den Anspruch, Schiffe zu sammeln. Also ich würde mich jetzt nicht so als klassischen Schiffsspotter bezeichnen, der unbedingt jedes Schiff irgendwie auf seiner Liste abhaken möchte. Für mich ist es eigentlich immer ganz schön, wenn auch so ein bisschen für die Streams drumherum ein bisschen was passiert. Ja, Postbüttel, Fiete, Fiete ist wirklich toll. Also ich fand auch Seemannsmission mit dem Fiete, also das hat mir richtig gut gefallen. Der hat also echt toll erzählt. Also wirklich ein ganz, ganz toller Typ. Ich finde es irgendwie bemerkenswert, wie viele Bielefelder irgendwie hier in diesen Streams immer wieder auftauchen. Das ist schon echt, ja, fast schon komisch. Fast schon komisch. Der Fabian ja auch aus Bielefeld, der mit auf Kreuzfahrt war. Tony Roberts, moin, moin. Oh, jetzt sage ich schon moin, moin, da bin ich ein Schwätzer, oder? Ulrich Böcker, ich danke dir herzlich. Eine verschenkte Mitgliedschaft. Da fährt Schwester Hansen ihr sein Loveboat. Isse fragt, wer ist denn der Ben, der beim Fiete dabei war? Izzy Ben ist schon ganz, ganz lange bei Hamburg Hafen Live dabei und unterstützt mich hier sehr oft. Ben hat auch ein paar sehr informative, ich würde fast schon sagen legendäre Hamburg History Streams gemacht. Also zum Beispiel über die Speicherstadt haben wir was gemacht, über den alten Elbtunnel. Wir waren im Hafenmuseum und ja, Ben ist so ein bisschen, ich sag mal, mein Wingman hier. Hat leider nicht immer ganz so viel Zeit. Der hat halt doch einen Job, der ihn sehr fordert. Also in einer Woche hat er selten Zeit. Deshalb war ich auch so froh, dass er Mittwoch gesagt hat, er kommt nach Feierabend rum. Ja, ich denke, dass wir in nächster Zeit mal wieder was mit Ben machen. Hat sich ja gezeigt, dass ihr dem Ben auch ganz gerne zuhört. Also Ben hat auch wirklich eine tolle Erzählstimme. Und wenn der sich in ein Thema richtig eingelesen hat, dann ist das normalerweise auch immer extrem informativ. Der Joker sagt, 15 Grad kann das stimmen. Nee, das stimmt, glaube ich, nicht. Gut, dass du mich daran erinnerst. Ich tippe mal, dass meine GPS-Daten noch irgendwo in Norwegen hängen. Ich muss die mal gerade aktualisieren. Das kann allerdings ein bisschen dauern, bis die Temperaturanzeige sich im Stream aktualisiert. Aber danke für den Hinweis. Nee, 15 Grad stimmt nicht ganz. Ich glaube, wir haben hier so 19 bis 20 Grad. Aber 30 Grad in Österreich, also die knacken wir auf jeden Fall nicht. Die knacken wir nicht. Ach, guck mal, Vanessa und Florian sind auch wieder zu Hause. 2,49. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Das war doch echt toll. Vanessa und Florian habt ihr ja vielleicht auch auf der Kreuzfahrt mal kennengelernt. Robert Kröber, moin mein Lieber. 5 verschenkte Mitgliedschaften. Danke, danke. Ja, Renate schreibt es auch, Ben ist einmalig. Also Ben ist auch ein ganz, ganz feiner Typ. Das ist so ein lieber, toller Typ. Und Ben und Kirsten gehören mittlerweile also wirklich zu unserem allerengsten Freundeskreis, machen auch privat sehr viel mit denen, stehen ständig in Kontakt. Also
von daher freue ich mich total, dass er ab und zu dann hier auch auf dem Kanal aushilft. Schwarze Schafhaut, ob ich vorhabe, mir einen Twizy zu kaufen. Nee, also diese Twizys da in Geiranger, die waren schon toll. Das hat richtig Spaß gemacht. Aber ob ich mir sowas jetzt privat kaufen würde, also wüsste ich jetzt nicht, dass das funktioniert. Also ich glaube, ja, vielleicht so als Stadtflitzer vielleicht gar nicht so verkehrt, aber du kriegst da halt auch echt nicht viel rein, ne? Die sind nicht besonders groß. So. Fuhlsbüttel ist auch wieder am Start. Der Sven. Moin Sven, mein Lieber. Haut gleich mal 20 Euro raus. Danke, danke. Andreas sagt, um 17 Uhr startet eine neue Airbus-Maschine. Ja, leider starten die in die falsche Richtung. Ich habe vorhin schon eine starten sehen und die ging nach Süden raus. Also da ist dann leider nichts von zu sehen. Ich weiß nicht, ob vielleicht noch ein Beluga reinkommt, aber vielleicht könnt ihr ja mal nachschauen. Freitagnachmittag ist eigentlich nicht so Beluga-Time. Also bei Airbus, da nimmt das dann gegen Wochenende auch langsam ab mit dem Verkehr. Allerdings, ja, hin und wieder passiert es auch, dass die dann trotzdem mal am Wochenende reinkommen. Ist eher selten. Also die Chance ist da, aber nicht so riesengroß. Falki fragt, wann die Luna kommt. Ja, also die geht um 17 Uhr raus und die liegt in Steinwerder. Die muss dann ja da hinten erstmal ausparken. Also ich denke mal so ab 17:15 Uhr wird das hier mit der Luna interessant. Da ist die Wilhelmsburg. Ja, die hat mich ja Sonntagmorgen beim Einlaufen begleitet. Habe mich auch sehr gefreut, ausgerechnet Niklas auch an Bord war. Ach, das sind so diese Kleinigkeiten, über die man sich so tierisch freut, gerade dadurch, dass wir halt so ein paar Kontakte hier im Hafen bekommen haben über die Zeit durch Hamburg Hafen Live. Und wenn dann natürlich so morgens um 6 so eine Fähre neben dir auftaucht und du denjenigen, der die Fähre fährt, auch noch kennst, das ist richtig, richtig toll. Ja, Falki, kannst noch mal aufs Klo gehen, hast genug Zeit für alle möglichen Geschäfte. Bist dann pünktlich zur Luna zurück. Ja, 14:27 Uhr ist der letzte Beluga heute gekommen. Den habe ich auch noch gesehen, als ich losgefahren bin. Aber da kommt, glaube ich, heute nichts mehr. Aber ich freue mich ja auch, wenn so Fragen kommen zu Sachen, die eigentlich schon viele kennen. Also gerade zu Ben, das zeigt ja auch, dass immer mal wieder neue Zuschauer dazukommen. Also auf jeden Fall auch ein herzliches Willkommen an alle, die jetzt vielleicht auch durch die Kreuzfahrt neu auf den Kanal gespült wurden und sich jetzt fragen, was treiben die eigentlich bei Hamburg Hafen Live, wenn sie nicht auf Kreuzfahrt sind. Das mit der Kreuzfahrt war ja dann doch eher eine Ausnahme. Da kommt Captain Igloo mit der Wilhelmsburg. Fischstäbchen Express. Mirko schickt eine Durchleitungsgebühr für die One. Die scheint wohl gerade in Wischhafen zu sein. Ich danke dir für 2,89 €, Mirko. Ja, Sven sagt auch, Fiete kann man lange zuhören. Ja, ich habe auch gesagt, mit Fiete müssen wir irgendwie noch mehr machen. Also da müssen wir uns irgendwie was ausdenken, dass wir den noch mal vor die Kamera kriegen. Detlef, natürlich gibt es auf der AIDA Pommes mit Senf. Also es gibt Pommes, es gibt Senf und das muss man sich dann einfach selber zusammenstellen. Wie viele Spenden für die Seemannsmission zusammengekommen sind, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Da hätte ich Fiete mal fragen müssen, aber das habe ich nicht getan. Also ich kann dir das nicht sagen. Ich weiß, dass ein bisschen was reingekommen ist, aber wirklich einen Betrag habe ich leider
Überhaupt nicht. Ich habe auch gar kein Gefühl dafür. Ja, Ulrich, die Dachterrasse bei der Seemannsmission, die haben die uns schon öfter angeboten und haben gesagt, wir könnten da tatsächlich gerne auch filmen von da oben, wenn wir Lust hätten. Das kleine Problem an der Geschichte ist, dass das Gebäude so ein bisschen zurückgelegen ist und man kann halt sehr, sehr schön nach vorne raus filmen, aber du kannst halt überhaupt nicht zur Seite filmen. Das ist halt so ein bisschen das Problem an der Geschichte. Ansonsten hätte ich da, glaube ich, schon längst mal Gebrauch von gemacht. Petra, ich danke dir ganz lieb für deine Unterstützung. 5 €. Ja, die Finnmarken, die liegt ja auch da hinten. Die geht um 18 Uhr raus. Die muss noch drehen. Und dann ist die Frage, sind schon alle Schlüsselanhänger gefunden worden? Also es sind sehr viele gefunden worden, 3 oder 4. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie viel ich versteckt habe. Ich meine, ich hätte 5 versteckt. 4 oder 5 habe ich versteckt und wir haben von mindestens 3 ein Foto bekommen. Ich hätte das mal irgendwie notieren oder dokumentieren sollen, was ich denn da wirklich versteckt habe. Stefan schlägt vor, wie wäre es mal mit einer Reise auf dem Hochseetrawler Barentssee. Da gibt es doch diese Serie, die habe ich mit Tanja immer geguckt, von diesen Krabbenfischern. Boah, da hätte ich richtig Bock drauf. Echt, also das wäre genau mein Ding, damit zu fahren. Wie heißt die denn noch, die Serie? Tanja weiß das. Wie heißt sie noch? Endlich wieder Schlepper. Ach, die AIDA Prima ist viel zu wendig. Nicht einen Schlepper gesehen auf der Reise. Der Fang des Lebens, ja genau, so heißt sie. Ganz genau. Uwe, herzlich willkommen bei unserem Kanal, ein neues Reeperbahn-Mitglied. Danke, danke, willkommen an Bord. Alina möchte wissen, ob jemand weiß, ob morgen Nachmittag oder Abend Belugas kommen. Also ich glaube, auf Flightradar 24 kann man immer nur vom aktuellen Tag sehen, was passiert. Ich glaube, für den nächsten Tag geht das nur mit irgendwelchem Insiderwissen und Kontakten zu irgendjemandem bei Airbus. Tony, 8 months. Thank you for 8 wonderful months. Good vibes only. Tony, thank you very much. Our one international viewer from Washougal in Washington. Kreativ Andi sagt, morgen ist Samstag. Ja, das ist richtig. Was habe ich denn wieder gesagt? Ja, Samstag ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit für einen Beluga grundsätzlich sehr gering. Es ist nicht komplett ausgeschlossen, aber eher gering. Gecko ist auch seit 16 Monaten dabei. Ich danke dir herzlich. Freut sich. Ein Stream, große Freude am Freitag. Ja. So, dann schauen wir gleich mal. Lufthansa ist bereit. Polizei war schon da. Oh, und morgen für Kiel, ne? Leute, ich habe vor 14 Tagen, da war ich noch, ging es gerade los mit der Kreuzfahrt, habe ich vom Schiff die Genehmigung für die Drohne beantragt.
Heute auf dem Freitag um 11 Uhr kommt sie dann endlich. Ich dachte schon, das wird alles nichts mehr. Aber ist dann glücklicherweise noch gekommen. Behörden, Behörden, sag ich euch. Leute, Leute. Gary, willkommen bei uns an Bord. Ein neues Speicherstadtmitglied. Ach, und Inge schreibt, der Julos aus Georgien ist auch dabei immer. Okay. In Kiel ist so viel los zur Kieler Woche, da kommt keiner zum Arbeiten. Ja, ja die ganzen Genehmigungen, was Drohnen angeht, ist ja immer eine Bundeslandsache. Ne? Das musst du ja nicht bei der Stadt Kiel, sondern das musst du halt in Schleswig-Holstein beantragen. Und in Schleswig-Holstein ist genau eine Person dafür zuständig, für ganz Schleswig-Holstein. Und diese Person macht das halt zu, ich sage mal in Anführungszeichen, normalen Behördenarbeitszeiten. In Hamburg sind das 7 Personen, die nur für diese ganze Luftsicherheitsgeschichte zuständig sind. Und die machen das rund um die Uhr. Also in Hamburg erreichst du samstags, sonntags 24/7 jemanden, wenn es um diese Luftsicherungsgeschichten angeht. Das ist ja nicht nur Drohnen, das ist ja auch noch ganz, ganz viele andere Themen, die bearbeiten. Ob ich schon die nächste AIDA-Reise gebucht habe? Nee, also lasst mich die erstmal verarbeiten. Und ich glaube, die nächste Reise, die muss dann auch mal wieder auf dem Frachtschiff sein. Es hat mir schon ein bisschen gefehlt, also da auch Kontakt zur Crew beim Anlegen, Ablegen, auf der Brücke oder auf der Station zu sein. Das war so das, wo ich gesagt habe, ach Mensch, das wäre noch schön gewesen. Sven, für eine Kleinigkeit, 30 Euro. Sven, ich danke dir vielmals. Danke, danke, danke. Und der Michael schickt ein Hallo auf Twitch rüber, ist im 9. Monat dabei. So, Sebastian Kolze meldet, dass die Luna fährt. Ja, aber erfahrungsgemäß kann ich ein bisschen warten, bis ich die Drohne starte, denn selbst wenn wir sie hier schon sehen, ist es für die Drohne doch sehr weit weg. Oh, Björn schreibt, mein Englisch in Norwegen war super. Ja, danke. Ich fühle mich immer gar nicht so, als wenn mein Englisch super ist, aber ich habe ja eine Zeit lang in den USA studiert und habe zumindest, sag ich mal, so eine gewisse Grundsicherheit. Aber was mir einfach total fehlt, sind Vokabeln. Also mit der Zeit vergisst du einfach ganz viele Wörter und mir liegt es dann immer so auf der Zunge oder ich suche dann immer nach den richtigen Wörtern und finde sie einfach nicht. Das ist immer so mein Problem. Aber irgendwie komme ich dann meistens doch schon durch. Frettchen, willkommen an Bord. Ein neues Sub auf Twitch. Danke, danke. Ja, und an der Eva Mega sind jetzt auch schon 3 Schlepper dran. Also das geht hier in wenigen Minuten dann schon wieder so rund, dass es fast schon wieder too much ist. Da kommt die Welle. Und ein Gruß von unserem neuen Lotsenboot. Ja, der berühmte Gruß an die Welle. Kommt mit etwas Verzögerung, aber ihr werdet es gleich sehen am schwankenden Bild. Oh, Kekel hat Infos. Für morgen steht um 13:30 Uhr eine Beluga-Ankunft im Plan und Abflug um 14:40 Uhr. Ja, ich sag ja, das ist gar nicht so verkehrt, wenn man jemanden bei Airbus kennt.
Leon spendiert eine Kiezmische. Herzlichen Dank für 5 Euro. Ja, merkt euch das. Also eben war ja die Frage, was morgen mit Beluga ist. Also einer zumindest circa 13:30 Uhr. Die Neuland. Auf der Expresslinie unterwegs. Möchte hier gar nicht anlegen. Quasi nur auf der Durchreise. Oh, Tanja schreibt, Brigitte fährt auch nach Kiel. Sören sagt, das Bild ist ein bisschen düster bei ihm. Also es kann sein, wenn ich nach hinten filme, dass das da durch das Gegenlicht so ein bisschen düster ist. Wenn das allgemein ein bisschen düster ist, kann ich das aber auch einen Tacken aufhellen. So müsste es eigentlich jetzt von der Helligkeit passen. Also wenn ich hier so auf die Neuland filme. Ist halt immer die Geschichte mit dem Gegenlicht. Ne? Wenn der Himmel sehr, sehr hell ist, so wie hier, habt ihr halt einen Bereich, der sehr hell ist im Bild, oben der Himmel. Und dadurch kommen einem natürlich die Bereiche, die dann eher im Schatten liegen, extrem dunkel vor. Das ist so ein bisschen diese ganze Belichtungsgeschichte. Wuseldusel, ja, die Fähren sind Teil des öffentlichen Nahverkehrs. Die kannst du mit einem ganz normalen HVV-Ticket fahren oder zum Beispiel auch mit einem Deutschland-Ticket. Ja, Brigitte fährt mit dem Fahrrad. Wenn Brigitte mit dem Fahrrad nach Kiel fährt, dann ist sie schneller da als ich mit dem Auto. Die Fähren, die sind einfach das beste Fortbewegungsmittel hier im Hafen. Gerade auch, wenn man jetzt mal auf die andere Elbseite möchte. Also das Einzige, was noch schneller ist, ist Brigitte auf dem Fahrrad. Aber ansonsten hast du keine Chance. Ja, aber die Luna wird ja wohl vor der Mega hier vorbeikommen, oder? Was meint ihr? Was sagt das geschulte Auge auf dem Wesselfinder? Eva Mega ist noch nicht in Bewegung. Ja, dann denke ich mal, wird die AIDA auf jeden Fall vorher durchziehen. Frettchen schickt 1000 Bits aus dem schönen Nordhessen. Ich danke dir vielmals. Ja, Brigitte als Rikscha-Fahrerin. Das wäre noch was. Christian Hering.
Danke, danke. Vielen Dank für die tollen Streams, schreibt er. Und ist 16 Monate dabei. Schön, dass du an Bord bist. Das geht mir alles schon wieder viel zu schnell hier gleich mit den Schiffen. Das eine noch nicht verabschiedet, dann kommt schon das nächste. Schwester Hansen ist auch da. Moin. Hansi grüßt mit 2 Euro und Annette Wasner mit 5 Euro für den sensationellen Stream. Trucker Lady aus Papenburg. Papenburg steht auch bald wieder an. Nicht mehr lange, da wird das nächste Schiff da ausgedockt. Dirk möchte wissen, wo ich heute stehe. Am Bubendeiufer. Kannst du auf Google Maps eigentlich sehr, sehr schön suchen. Ja, auf die One freue ich mich schon. Die One Ingenuity aus der One I-Klasse, 400 Meter, 24.000 Toy. Ah, ich liebe diese pinken Containerschiffe. So, bald müsste eigentlich die Luna da hinten zu sehen sein. Oh. Müsste jeden Moment ins Bild fahren. 10 Monate auf Twitch dabei. Danke für die Verlängerung an Abgefahren Nummer 1. Nee, Mirko, die Ever ist noch nicht raus. Die Ever Mega habe ich eben von der Autobahn gesehen, die ist auf jeden Fall mega leer. Da sind, glaube ich, nicht so wahnsinnig viele Container drauf. Ja, im Hintergrund sehen wir den Schornstein von der AIDA und auch ganz klein das AIDA-Logo.
Hörser 1212, das ist nicht richtig, was du da sagst. Das ist absolut nicht richtig, da muss ich dir widersprechen. Ich versuche hier möglichst viele Fragen zu beantworten. Und das hat nichts damit zu tun, ob du spendest oder nicht. Da kommt sie. Können wir eigentlich gleich mal Lufthansa-Start klar machen. Ach, schön, wenn so ein paar Möwen ins Bild fliegen. Schwester Hansen gibt Starterlaubnis. Oh, Lotse 3 kommt auch noch mal mit einer schönen Welle vorbei. Oh, oh. Ui, 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 ui. Leute, Leute. So, mal kurz checken, ob wir ein Bild haben. Da ist es. Oh, heute schon wieder sehr viel Kontrast im Bild. Oh. Na, so. Wow, Tina von der Finnmarken. Ja, Tina ist auf der Finnmarken. Schickt mal 70 €. Mensch, Tina, ein fettes Dankeschön. Ich hoffe, wir sehen dich gleich. Ich hoffe, du machst dich in irgendeiner Form bemerkbar, dass wir dich hier standesgemäß verabschieden können. Auf jeden Fall schon mal eine schöne Reise. Und der Jürgen schickt auch noch mal 2 € Superchat. Herzlichen Dank dafür. Und Gecko verschenkt eine Mitgliedschaft an die Community. Herzlichen Dank, mein Lieber. Ja, Max fragt, wieso kann die Luna ohne Schlepper den Hafen verlassen? Ja, die Biester sind einfach super wendig. Die Luna hat zwar keine Azipods, keine Propellergondeln, ist aber trotzdem sehr, sehr wendig mit den Bugstrahlrudern. Sieht man eigentlich bei fast allen Kreuzfahrtschiffen, dass die weitestgehend ohne Schlepper auskommen. Annette, ich danke dir, verschenkt auch noch eine Mitgliedschaft. Winfried fragt, wie viele AIDA-Schiffe gibt es denn ungefähr? Ich glaube, es sind 11. Helft mir da gerne. Ich meine, wir hätten 11 insgesamt.
Oder waren es 12? Ihr wisst das bestimmt. So, da können wir auch mal einen Blick rüber werfen zur Mega. Die Ever Mega, die liegt da noch. Da kommt die Aida Luna angerauscht. Oh, Ute sagt, die Mega hat auch schon abgelegt. Ach Mensch, ey. Muss das denn alles wieder so schnell gehen hier? Hansi schickt ein Fischeis. Danke, Hansi. Danke, danke. Oh, ist das nicht klasse mit den Möwen vor der Kamera? Richtig was los an Möwen. Sven, ich weiß das nicht morgen mit der Perla. Ich muss das halt mal sehen, was mit Kiel ist. Aber ich muss ja auch noch ein bisschen hin und her fahren. Also ich kann dir das nicht versprechen. Wenn sich das zeitlich ausgeht, Wetter mitspielt, Lust und ja, vor allem die zeitliche Komponente, dann versuche ich das gerne. Aber ich würde dir das jetzt echt ungern versprechen, mein Lieber. Da sehen wir sie bei der Finnmarken. Nee, Stefan, ich bin nicht schon wieder auf Kreuzfahrt. Silvio steht auf Deck 5 am orangen Rettungsboot. Deck 5 und schickt 5 Euro. Silvio, ich versuche dich gleich drauf zu kriegen. Es ist immer nicht so einfach, einzelne Personen zu spotten, aber ich versuche mein Bestes. Seren, danke, danke. Ein 5er-Pack Subs. Herzlichen Dank dafür. Ah, Sven, du bist morgen drauf auf der Perla, ja. Mal gucken, mal gucken. Oh, Frank, danke. Thomas hat mich gelobt. Ach, das freut mich aber. Das freut mich. Ja, macht immer Spaß mit Thomas. Von Fluggesellschaft. Boah, was für ein Bild ist denn das bitte? Ist das nicht cool? Die Ever Mega, der grüne Grashüpfer. Oh Mann, ey, hoffentlich geht das mit einer Akkuladung bei der Drohne. Ankerbengel, ich danke dir für den Gruß zum Wochenende. Also alleine dafür, für diesen Blick, hat sich die Drohne gelohnt.
Tolle Farben, oder? Das Grün und dann die Maersk da. Bisschen rot-blau von den Containerbrücken. Donatus, mein Lieber. Paddy, Hallo, na? du erholst dich so aus. Und du auch schon wieder auf dem Weg zur Arbeit? Ja. Dann vielleicht erwischen wir dich ja gleich. Kommt ja ein bisschen was. MSC, One. Ich vermute mal MSC. MSC? Ja, cool. Lass dich von mir hören dann. Oh, das wäre natürlich ein Knaller, ne? Du bist schon wieder so sportlich. Ich krieg immer ein schlechtes Gewissen. Nee, Norwegen war natürlich sensationell. Ne? Das war, also das muss man schon sagen. Norwegen ist richtig, richtig toll. Ja. Ja, also sehr, sehr. Bist du angefixt? Ja, also die Landschaft, ja, das ist schon toll. Und ich sag mal, wirklich schlecht geht es einem auf so einem Kreuzfahrtschiff ja auch nicht. Ne? Ja. Das muss man einfach so sagen. So, das geht hier heute Schlag auf Schlag. Du. Evergreen auch schon im. Ja, der wartet auf die beiden Aufkommen an den Fingerwerder Vögeln. Ach, der muss noch mal. Ja. Also der soll da um 18 Uhr sein, an den Fingerwerder Fehlen und dann weiterfahren. Ah, okay. Und vorbeilassen, auch den One noch. Ja, die müssen den Liegeplatz erst freimachen, ne? Ja, genau. Damit ich glaube, die One und MSC kommen da beide wahrscheinlich Ja. zum Burchard Kai, ne? Ja. Ja. Na gut, viel Spaß noch. Ja, bis gleich, ne? Ach Mensch, was haben wir wieder für ein Glück heute? Also wer ihn nicht kennt, der Donatus ist der Lotse, zu dem ich einen sehr guten Kontakt habe, der mich auch immer mit Infos versorgt, wann Schiffe rausgehen. Und der ist gleich auf der MSC, wahrscheinlich, sagt er. Vielleicht lässt er dann noch mal von sich hören. Das wäre natürlich sensationell. Sind wir schon bei 293 Mal das S-Wort? Oh Gott. Also wer das nicht weiß, wir haben irgendwann Anfang des Jahres mal angefangen, so einen Zähler einzurichten. Immer wenn ich dieses S-Wort sage, dann setzen die Moderatoren den Zähler 1 hoch. Und ich habe gesagt, für jedes Mal spende ich einen Euro am Ende des Jahres. So, jetzt muss ich mich mal ein bisschen konzentrieren. Ich melde mich mal etwas aus dem Chat ab. Deck 9 wird gewunken. Und Rettungsboote. Lotse kommt auch zurück. Ach Leute, wie ich das liebe, wenn hier Attacke ist.
Ein bisschen Dramamusik muss sein. Und dann geht es auch gleich schon mit der Eva Mega weiter. So, Eva Mega. Ach Leute, das geht mir alles zu schnell. Was ist das denn für ein Geräusch? Ja, die Eva Mega, gerade im hinteren Bereich mega leer. Oh, die Wolken, krass. Captain Grabak, danke dir für 11 Monate auf Twitch. Herzlichen Dank, mein Lieber. Jürgen fragt, was Subs sind. Jürgen, Subs, das ist das Gegenstück für die Mitgliedschaften, allerdings auf Twitch. Subs steht für Abos.
Richie, nee, das sind nicht zwei Kamerastandorte. Also ja, es sind zwei Kamerastandorte. Das ist eine Drohne. Das hier. Mallorca meldet 32 Grad. Boah, krass. So, jetzt fährt die mir hier eh hinter den Dalben. So. Ja, Donatos hat das eben schon gesagt, deshalb bleiben die Schlepper wahrscheinlich auch dran. Die Ever Mega muss erstmal in Warteposition an die Dalben in Finkenwerder. Das sind die sogenannten Finkenwerder Pfähle. Da muss sie warten, bis die anderen beiden, also bis die One Ingenuity und die MSC Quiddery vorbei sind. Deshalb werden die Schlepper jetzt noch nicht losgemacht. Und Achtern sind noch zwei, vorne der ist auch noch fest. Ansonsten hätten die jetzt wahrscheinlich schon losgeschmissen und würden sagen, volle Fahrt voraus. Aber ich finde, die Evergreen, die ist so schön, die hat auch ein bisschen Musik verdient.
Sind dem Container sind im Hafen die Container ausgegangen? Nee. Die geht jetzt nach Rotterdam. Dann wird sie wahrscheinlich einen Großteil der Ladung dort bekommen. So, da hinten sehen wir auch schon die MSC. Die Luna sehen wir noch so ein bisschen. Und die Evermega, die geht jetzt in Warteposition. An die Finkenwerder Pfähle. So, ich muss jetzt gleich einmal zwischenlanden. Einmal zwischenlanden, Akkuwechsel. Kommt auch gerade keine Fähre. Das muss ich ausnutzen, dann kann ich hier schnell landen. Moin Martin. Achtung einmal. So. Einmal kurz Akkuwechsel. Und dann geht es gleich auch irgendwann wieder in die Luft. Aber ich will mal kurz ein bisschen in den Chat gucken. So. Ja, Mensch Martin, ein paar Highlights hast du schon verpasst. Du musst noch arbeiten, oder? Ja. Nee, Stefan, Luftbetankung funktioniert leider nicht. Jürgen schickt auch 2 € für die Luftbetankung. Ich danke dir vielmals. Danke, danke, mein Lieber. Ach. Andreas schreibt auch endlich wieder Containerschiffe. 5,99. Ja, ich mag sie ja auch. Ne? Ich bin ja schon Team Containerschiffe. Auch wenn die Kreuzfahrt natürlich sehr viele Annehmlichkeiten hatte. Sehr viele. Danke nochmal für die Superstreams aus Norwegen. Sagt der Frank-Film, ist 13 Monate dabei. Wiesoboy, verlängert auf Twitch, ist 11 Monate dabei. Dankeschön. Und der Chris, 3 Monate auf der Speierstadt. Raylander, 10 Monate. Dankeschön. Und ich glaube, Captain Grabak hatten wir schon. Ne? Captain Grabak, egal, mein Lieber. 11 Monate. Danke, danke. Montafon verschenkt eine Mitgliedschaft. Herzlichen Dank dafür. Und dann haben wir noch Toni. Toni lässt 10 € da. 20 €. Toni lässt 20 € da. Und schreibt, talentiertes Team Hamburg Hafen Live. The talented team. Thanks, Toni. Thank you.
mein Lieber. Welcome back an meinem Lieblingsstandort. 10 € aus Berlin. Herzlichen Dank dafür. Ja, es ist in der Tat mein Lieblingsstandort. Die Abwechslung ist natürlich immer wichtig, aber das hier ist schon irgendwie so... Heimat. Ist schon Heimat, ne? Also Bubenei-Ufer ist schon ein bisschen Heimat. Boah, guck mal hier, ich mag ja auch solche Bilder mit Anschnitt. Na? Den habe ich da aber nicht hingeklebt. Aber hier klebt tatsächlich eine mürrische Möwe. Die habe ich da aber nicht hingeklebt. Bitte? Das sagen sie alle. Das sagen sie alle, ja. Nee, ich finde das immer ganz... Ich finde das ganz witzig so mit den Aufklebern, aber im Grunde genommen, ich sag mal, wenn man überall Aufkleber hinpackt... Wird auch langweilig. Nee, es ist auch too much. Ne? Es ist irgendwo... Es verliert den Reiz. Es ist, ja, es ist ein Stück weit halt wie ein Graffiti auch. Ne? Muss man fairerweise sagen. Auch wenn es einen natürlich freut, wenn man da irgendwie was wiedererkennt, aber das mache ich lieber nicht. Ne? Sascha fragt auch noch mal, ob man hier mit der Drohne fliegen darf. Sascha, wenn ich das nicht dürfte, würde ich das nicht machen. Und ob man eine Genehmigung braucht, ich sage mal jein. Da gibt es hängt ein bisschen davon ab, was du für eine Drohne hast, was für einen Führerschein. Aber ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr in Hamburg mit der Drohne fliegen wollt, macht das nicht einfach so. Die Polizei fliegt hier tief und die ist ruckzuck da. Also rein theoretisch geht das auch ohne Genehmigung, aber besser ist es, das Ganze anzumelden, sonst hat man ruckzuck wieder die Wasserschutzpolizei vor Ort. Ja, ich habe eben im Chat nicht viel mitbekommen, aber ich denke, das ist verständlich, dass ich mich dann ein bisschen hier auf die Bilder und auf die Drohne konzentriere. Ja, wir haben da noch so einen Link zu Infos zu Drohnen im Hamburger Hafen, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Montafon, ich danke dir für noch eine verschenkte Mitgliedschaft. Noch eine, ja. So, da hinten kommt dann schon die MSC und ja, als nächstes erwarten wir dann auch die Tina auf der Finnmarken. Aber ich glaube, Finnmarken bewegt sich noch nicht. Da können wir noch ein bisschen hier die Ever Mega genießen. Ja, ihr habt das ja vielleicht mitbekommen, ist jetzt mittlerweile schon wieder ein paar Wochen her, aber wir hatten schon diverse Polizeikontrollen mitten im Stream. Und von daher kann ich euch nur empfehlen, beschäftigt euch vorher mit dem, was ihr dürft. Und auch jetzt morgen für Kieler Förde darfst du, glaube ich, gar nicht, weil es Bundeswasserstraße ist und da gibt es keine Ausnahmeregelung wie im Hamburger Hafen. Also ohne Genehmigung darfst du da nicht über Wasser fliegen. Die One sehe ich auch schon, sagt Sebastian Kolze. Ja, tatsächlich. Jutta, die Wasserschutzpolizei war vorhin schon da, also sie sind zumindest vorbeigefahren und haben mal gewunken. So, kommt die nächste Fähre. Zeit, mal einen Blick zur Finnmarken rüber zu werfen. Da hinten ist gerade so ein bisschen grau in grau. Radar dreht sich schon, aber hat noch nicht abgelegt. Seren, mein Lieber, nochmal 5 Abos oder Subs auf Twitch. Herzlichen Dank dafür. Moin Ruth. Ach guck mal, bei unseren Infos heißt die Finnmarken noch Otto Sverdrup.
wurde da noch nicht umbenannt. Die wurde ja vor einigen Wochen, oder ich glaube mittlerweile sind schon Monate, wurde die Otto Sverdrup in Finnmarken umbenannt. Ach guck mal, da fährt auch noch ein Bulker. Sieht aber, kommt der zu uns oder der dreht ab, oder? Als ob der Richtung Kohlbrand möchte. Die Ems Kobalt ist das, die wir hier im Bild haben. Ute? Nee, die heißt anders hier, ne? Ich kann den Namen gerade nicht lesen. Jawohl, Musik. Die Partyschiffe sind wieder unterwegs. Ist das die Ems Kobalt? Da steht aber was anderes drauf, ne? Steht doch irgendwas mit Prelude drauf. Die Musik kommt von Captain Kuddel. Seychelles Prelude steht drauf. Ich danke euch. Ach, also das ist Seychelles Prelude und Ems Kobalt ist eine andere, ne? Habe ich wieder irgendwas durcheinander gebracht. Ja, Sebastian, alles gut, alles gut. Ist ja auch immer ein bisschen Verzögerung im Stream. Das heißt, die Einblendungen kommen manchmal ein bisschen verzögert. Aber ich bin ja froh, dass wir die überhaupt haben, diese Schiffseinblendungen. Ich glaube, die helfen schon ganz gut. Hänschen Willi habe ich nicht gesehen heute. Keine Ahnung, wo der steckt. Jutta möchte wissen, was der Unterschied zwischen einem Bulker und einem Feeder ist. Also ein Bulker ist im Prinzip ein Transportschiff für Schüttgut. Also das musst du dir vorstellen, einfach wie eine große Wanne, wo halt Material reingeschüttet wird. Also sehr viel, zum Beispiel so Eisenerz und solche Sachen. Und ein Feeder ist ein kleines Containerschiff. Das Feeder nennt sich das, weil es im Grunde genommen ein Zubringer ist. Die großen Schiffe, wie hier die Ever Mega, die fahren halt die weiten Strecken, die fahren zum Beispiel nach Asien. Und wenn es dann darum geht, aber die Container innerhalb von Europa zu verteilen, dann machen das die kleinen Feeder. Ach, die Ems Kobalt ist ein kleiner, ne? Deshalb habe ich die eben übersehen. Oh, ich habe noch eine Milchschnitte, aber was das letzte Mal passiert ist, als ich eine Milchschnitte gegessen habe, könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern. Tobi, das ist eine Mavic 4 Pro, die Drohne, die ich jetzt im Einsatz habe. Und hier Gega fragt auch nochmal wegen der Perla. Also ich bin morgen Vormittag in Kiel und möchte da die Windjammer-Parade streamen. Das könnte sein, dass sich das zeitlich nicht ausgeht. Je nachdem, wie lange diese Windjammer-Parade dauert. Vielleicht schaffe ich es mit der Perla, aber ich will das lieber nicht versprechen, weil das könnte eine knappe Kiste werden.
Ihr sagt mir Bescheid, wenn ihr Bewegung bei der Finnmarken seht. Tobi, die R3S ist auch super. Ich habe mir im Prinzip die Mavic nur deshalb gekauft, weil die nochmal eine höhere Zoom-Stufe hat. Das ist der eigentliche Grund. Ansonsten finde ich die kleineren Drohnen im Grunde genommen viel interessanter. Kleiner, besser transportabel. Und für die große brauchst du halt den A2-Führerschein. Wobei den brauchst du halt auch für eine ganze Menge Genehmigungen. Also jetzt zum Beispiel morgen Kieler Förde, da über Wasser fliegen, das geht auch nur mit A2-Führerschein. Also insofern kommt man da auf Dauer eh nicht drum herum. Kiel läuft morgen noch die Nova aus. Ja, also wie gesagt, wir schauen mal morgen auf jeden Fall Kiel. Tut mir natürlich ein bisschen leid, aber ich kann leider nicht überall zur gleichen Zeit sein. Ist immer schade. Ich weiß, es sind natürlich viele auf den Schiffen, die sich dann auch immer freuen, wenn wir sie filmen, aber es funktioniert leider nicht immer. Ich habe jetzt übrigens auch mal ein Muster bestellt für unsere Hamburg Hafen Live Flagge. Achso, ich habe hier kann ich euch mal zeigen. Ich habe hier mal, also wir haben zwei, wir werden zwei machen. Und ich habe jetzt mal ein Muster bestellt. Die eine wird so aussehen, in 1,20 Meter x 80. Die finde ich persönlich sehr, sehr schön, weil ich diese Farbe total gerne mag. Aber die ist natürlich von der Auffälligkeit nicht ganz so extrem. Deshalb haben wir gesagt, komm, wir machen noch eine in Gelb. Und deshalb wird es noch eine zweite geben. Aber ich habe jetzt erstmal ein Muster bestellt, um zu gucken, wie die so werden. Ne? Mit Ösen noch da dran und ja, ob das passt mit dem Abstand der Ösen und so weiter. Ein Guter aus Biberich vom Hessenblitz. Mein Lieber, ich danke dir für 10 Euro. Ja, Guido, die gelbe scheppert, ne? Da hast du recht. Aber ich wollte die andere auch, weil ich die Farbe halt sehr, sehr gerne mag. Und deshalb machen wir einfach beide. Und wer will, kann dann so oder so. Ja, perfekt als Fahrradflagge. Ja. Die sind zum Glück auch nicht ganz so teuer, solche Flaggen. Wird wahrscheinlich im Verkaufspreis bei 20 bis 25 Euro liegen, wenn wir genug bestellen. Und ich will dann oben und unten Metallösen machen, dass man die zum Beispiel irgendwo an einem Geländer mit einem Kabelbinder festmachen kann. Rolando sagt, Hurtigruten ist unterwegs. Dann schwenken wir doch gleich mal rüber, oder? Ach, hier. Eben unterschlagen, die Ems Kobalt. Da ist sie. So. Ciao Halbschuh schreibt 19 Grad in Hamburg, ihr kleinen Schattenparker. Ja, jetzt passt wenigstens die Temperaturanzeige. Vorhin war die noch bei 15 Grad, aber jetzt müssten die GPS-Koordinaten passen. Und 19 Grad kommt hin. Da ist die Neuland und da ist die Finnmarken, die gerade ablegt und dann dreht. Ja, AC/DC, eine rote Flagge wäre toll, in Gedenken an Hamburg Süd. Mein erster Gedanke war in der Tat auch eine rote Flagge. Das Problem ist, unser Logo hat ja auch rot drin. Und da mussten wir das irgendwie absetzen und dann hatten wir überlegt, machen wir eine rote Flagge, in der Mitte einen weißen Kreis und da das Logo rein. Aber eine rote Flagge mit einem weißen Kreis in der Mitte, da haben wir dann ganz schnell gesagt, das können wir nicht machen. Nee. Aus Gründen, die ich glaube ich nicht näher erläutern muss. Rote Flagge mit einem weißen Kreis. Dünnes Eis. Das Eis ist so dünn, dass ich da nicht drüber gehen wollte. Ist halt das Problem, dass wir viel Rot im Logo haben.
hinten wird noch ordentlich gehupt. Oh, schönes Licht jetzt auf der Finnmarken. Das wäre auch noch so ein Traum, mal mit der Hurtigruten fahren. Larissa fragt, stehe ich auf der Leitung? Ja, Larissa, es gab da mal eine Zeit, die für Deutschland nicht ganz so rühmlich war. Und da gab es halt auch sehr viele rote Flaggen mit einem weißen Kreis und einem Symbol in der Mitte. Und ja. Das lassen wir lieber. Boah, krass, oder? Das Licht. Wie krass ist denn das jetzt bitte? Ja, und da hinten ist auch die MSC im Anmarsch. Oh, und da kommt noch ein Feeder. Hatten wir eben das Thema. Also Feeder im Prinzip kleines Containerschiff. Na, so schiedig ist das Wetter gar nicht, ihr Lieben. Wenn ich das Bild mal aufziehe. Also es ist da hinten so ein bisschen bedeckt, aber es soll auf jeden Fall nicht regnen. Nur ihr seht das hier so im Weitwinkel, dass die Finnmarken halt gerade wirklich in diesem Spot ist, wo die Sonne hinkommt. Ist das Jörg Ruhler? Ute sagt, kommt bei mir vorbei, dann ist das wahrscheinlich Jörg Ruhler, der Feeder, der jetzt vor der Finnmarken ist. Hier ist auch noch mal eine Info. Die Finnmarken wurde ursprünglich auch als Finnmarken gebaut, wurde dann aber 2021 in Otto Sverdrup umbenannt und jetzt halt vor einigen Monaten wieder zurück auf Finnmarken. Hier kommt noch mal die Info. Werftaufenthalt war am 14.04. von der ehemaligen Otto Sverdrup und da wurde sie dann umbenannt in Finnmarken. Hier wieder Möwenalarm. MSC Quittery kommt auch. Mal gucken, ob der Donatus drauf ist. Süße 803 Toy hat die Jörg Ruhler. Jörg Ruhler, nicht Jörg. Jörg.
George Place fragt, was das Problem mit dem alten Namen war. Also ich habe gelesen, das war gar nicht in dem Sinne ein Problem. Die wollten halt irgendwie wieder zurück. Ist wohl eher so ein Traditionsding gewesen, dass sie gesagt haben, sie benennen die wieder um. Ja, und die Escape kommt auch noch. Die müsste hinter der MSC sein. Oh, die Finnmarken muss im Juli schon wieder in die Werft wegen Problemen mit dem Bugstrahlruder. Okay. Oh, danke für die Info. Wo geht der Dampfer denn hin? Gute Frage. Also die Finnmarken wird wahrscheinlich Richtung Norwegen fahren. Das ist eigentlich so die klassische Route, die sie nimmt. Was der erste Stopp jetzt ist, kann ich dir gar nicht sagen. Aber ich bin mir sicher, die Info kommt in Kürze im Chat. Stavanger ist das Ziel. Okay. Danke euch für die Infos. Ach, ihr seid echt die Besten. Wer braucht schon ChatGPT, wenn er einen Chat hat? So. Ich warte mal noch ein paar Minuten, weil die Akkulaufzeit von der Drohne schon echt krass ist. Ja, und im Wesselfinder ist sie wohl noch nicht umbenannt. Da scheint sie noch Otto Sverdrup zu heißen. Deshalb steht jetzt auch hier in der Einblendung noch Otto Sverdrup. Keine Ahnung, wer für sowas zuständig ist. Rolando sagt, bei ihm steht Finnmarken drin. Kann sein, dass das auch irgendwie mit dem Tool zusammenhängt, was hier die Infos abgreift. Vielleicht ist da irgendwo noch was Falsches zwischengespeichert oder so. Keine Ahnung, wo da der Fehler hängt. Oh, schön angeleuchtet wird die. So, keine Fähre in der Nähe. Ich glaube. Können wir gleich wieder in die Luft gehen. Im Chat auch noch mal der Hinweis zu dem Ivar. Der macht Shipspotting-Livestreams an der Westerschelde. Und von dem habe ich dieses tolle Tool, was die Schiffseinblendung macht. Schaut da gerne mal rein bei ihm. So, Achtung mal. Wahnsinn, der Kontrast.
Die leuchtet zu sehr, die Hurtigruten. Da passiert die MSC gerade, die Evermega. Ja, richtig Verkehr heute, da hast du recht. Ja, der Unterschied zwischen der Drohne und der anderen Kamera, der ist wirklich krass. Es liegt daran, dass man bei der Drohne leider, das ist echt ein Nachteil, man kann für das Live-Bild den Kontrast nicht regeln. Also mir wäre das viel lieber, wenn ich den Kontrast etwas runter regeln könnte. Der ist gerade bei Sonnenschein ist der halt viel zu hoch. Das ist echt ein Nachteil. Aber gut. Na, guck mal, die hellen Stellen sind zu hell, die dunklen Stellen etwas zu dunkel. Wenn die Sonne weg ist, ist es deutlich besser mit dem Bild. Aber nun, es ist wie es ist. Ich freue mich trotzdem, dass wir die Möglichkeit haben. Das Vapor, das kannst du leider mit einem Filter nicht reduzieren. Also ein Filter, der den Kontrast reduziert, der ist mir ehrlich gesagt nicht bekannt. Rolli Jumper, ich habe es glaube ich gerade erklärt, was das Problem ist. Lässt sich leider nicht ändern. Woldan, willkommen bei unserem Kanal, ein neues Fischmarkt-Mitglied. Danke, danke. Immer wieder schön bei euch. Hamburg Hafen Live mit Chat und Mods von Familie Iversen. Auch jetzt schon seit 10 Monaten dabei.
Danke, ihr Lieben. Hohenwasserburg ist da. Danny, seit 22 Monaten. Danny, ich danke dir vielmals. So, was hatte die Tina gesagt, wo sie steht? Ich habe es schon wieder vergessen. Boah, und von hinten kommt die MSC angerauscht. Junge, Junge. Von hinten kommt der Lotse auf die Steuerbordseite. Jetzt gibt es erstmal etwas Musik für die Hurtigruten. Was ist hier los? Was ist hier los auf der Elbe? Wo stand denn die Tina eigentlich?
So, jetzt haben wir eine schöne Begegnung. Bitte? Ich bin da vorne rechts so. Nicht, dass uns entgegenkommen, steht da rein. Also wenn du da bist, dann alles gut. Hallo Brigitte! Hallo Polly! So schnell rübergeradelt hier. Aber sowas von! Was hier los ist. Was hier los ist. Da wedelt was Grünes. Ich weiß aber nicht, ob das die Tina ist. Am Heck. Oh, Pillefrath, wo muss man sich hinstellen, um mal ganz spontan bei einem Hamburg-Besuch was zu sehen? Ja, also spontan ist halt immer so eine Sache. Du kannst leider auch das Pech haben, dass hier mal stundenlang gar nichts passiert auf der Elbe. Aber hier der Anleger Bubenday-Ufer ist insofern eine gute Sache, weil hier alle Schiffe durch müssen. Quittery ist die Schutzgöttin gegen Kopfschmerzen und Migräne. Ist das wahr oder verarschst du mich? Ist das wirklich wahr?
und da hinten kommt auch schon die One. Ja, guck mal, was da hinten los ist. Die Polizei sieht aber auch so aus, als ob sie gleich noch mal hier an den Anleger kommen möchte. Ja, die Schutzheilige gegen Tollwut laut Wikipedia, okay. Ja, Robert, wer jetzt hier hornt, das kann ich dir auch nicht sagen, aber es kam auf jeden Fall von hinten, ne? Ja, die sperren jetzt hier gleich für die Drehung und dann kommt ja auch noch die One hinterher. Die MSC Quitter hier ist 366 Meter lang. Die One Ingenuity, die dahinter gleich noch kommt, die hat 400 Meter und dazwischen ist dann, glaube ich, noch die Escape, ein kleiner Fieder. Ja, ich weiß nicht, ob Donatus jetzt auf der MSC ist oder auf der One. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der sich eben dachte, hier ist so viel los. Wenn der jetzt hier richtig ein Horn raushaut, dann könnte das eventuell zu Verwirrungen führen. Snickers sagt nochmal, erst ab 399 Meter wird gesperrt für den Parkhafen.
Ja, das kann sein. Also wirklich gesperrt ist sie auch gerade nicht. Die 35 Meter Unterschied reichen dann wohl dafür, dass genug Platz ist. Aber Snicker schreibt, wir sperren erst ab 399 Meter. Oh, er sitzt auf dem Polizeiboot. Ja, liebe Grüße, ich wink mal rüber. Danke für die Info. Danke für die Info. Ja, ist auch immer schön, wenn man die Polizei direkt im Stream hat. Rainer von Druckverlust hat das ja auch gerne mal, dass die Polizei ihn auf der Autobahn begleitet. Auf jeden Fall gehen ganz liebe Grüße raus an die Beamten von der Wasserschutzpolizei. Ihr macht nicht nur einen guten Job, ihr macht auch immer viel Spaß. Ach, jetzt weiß ich auch, wie man das ausspricht. Officer Snickers. So spricht man das aus. Ja, mit Twitch-Namen, das ist auch echt so eine Herausforderung. Officer Snickers. Sensationell. Tina, ja, sehr gerne. Tina, ich habe dich jetzt nicht direkt erkannt. Ich habe nicht genau gesehen, wo du gestanden hast. Aber ich hoffe, wir hatten dich drauf. Familie Stroß möchte wissen, ob in Geiranger noch ein Schlüsselanhänger ist. Also es wurden einige gefunden. Ich bin mir nicht sicher. So, jetzt kommt noch eine Fähre. Wenn die durch ist, dann werde ich einmal zwischenlanden. Ich habe zwar noch ein bisschen Akku, aber noch einmal wechseln für die One würde ich auf jeden Fall machen. Aber ich muss erst mal warten, bis hier Fähre weg ist. Frettchen möchte wissen, wie viele Container die MSC ungefähr hat. Also wie viel da jetzt drauf sind, kann ich dir nicht sagen. Aber ich meine, sie hat um die 16.000 bis 17.000 Toy Maximalkapazität. Jürgen Fredder verschenkt eine Mitgliedschaft. Jürgen, ich danke dir vielmals.
Und Ulrich Bücker schließt sich nochmal an. Ulrich, auch an dich ein dickes Dankeschön. Endlich wieder Leben am Bumdai-Ufer. Jutta mit 2 Euro. Danke, Jutta. So, ich würde jetzt einmal zwischenlanden. Wenn dann gleich die One kommt. Vorsicht einmal. sind 16.000 treu. 16? Okay, danke dir. Oh, die Partymucke ist auch da. So, da geht's schon rein. Jawohl, Captain Kuddel. Barbara, ich danke dir für 21 Monate. Endlich wieder sensationelle Bilder aus Hamburg. Ja, Norwegen war auch nicht schlecht. Aber Hamburg ist dann doch Heimat. Und was Schiffsverkehr angeht und Nähe zu den Schiffen, einfach unschlagbar. Thomas ist seit 10 Monaten dabei. Thomas, ich danke dir vielmals. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Fairplay 96 ist an der Escape dran. Ah, danke für die Info. Da müsste der Christoph eigentlich drauf sein. Oh, da muss ich aber, ich muss echt schnell wieder in die Luft, bevor hier die nächste Fähre kommt. Bella, ciao, ciao, ciao. So. Boah, das Licht ist aber auch wirklich der Burner. So, und falls noch jemand ein schönes T-Shirt braucht, habe ich hier noch mal eine kleine Info. So, Vorsicht einmal. So, da geht es nämlich jetzt weiter dann mit der Escape.
Also dieser dunkle Hintergrund, der hat schon was. Man fühlt sich auch leicht beobachtet, wenn man weiß, dass die Polizei den Stream guckt. Nein, falsch ausgedrückt, falsch ausgedrückt. Man fühlt sich sicher. Man fühlt sich sicher, wenn man weiß, dass die Polizei zuguckt. So gehört es sich. Hier hatten wir auch noch einen interessanten Schubverband. Der Thorsten. Ja, und liebe Grüße an die 96. Wir winken sogar. Ah, komme ich da näher ran? Ah, so. Der Christoph müsste das sein.
Ja, ich muss mal unsere Fairplay-Links aufräumen. Ich glaube, der Instagram-Account von dem Christoph ist gar nicht dabei. Der heißt irgendwie Kumba irgendwas. In Germany we call it Gegenlicht. Boah. Ah, Sebastian Kolzer hat es rausgesucht, natürlich. Ja, das ist der Account von dem Christoph. One Ingenuity, 400 Meter lang bzw. 399, 61 Meter breit und die kann 24.000 Container transportieren. Ja, Tina, that's a big one. Schönes Wortspiel. Aber wenn die gleich an uns vorbeifährt, dann müssten wir auch das Pink richtig schön sehen. Ulrich, ich danke dir für noch eine verschenkte Mitgliedschaft. Mensch, du haust ja heute wieder raus. Danke, mein Lieber. Boah, das ist aber auch wieder ein Stream hier. Leute.
zurückbleiben. Nicht super. Oh, da muss ich mal ein Foto machen. Der Polizei im Vordergrund. Boah, dieser Schatten. Was ist denn jetzt los hier? So macht er das nicht heller? Ah, so wollte ich das doch haben. Jetzt wird's pink. Gangway vorbereiten. Auch nicht jedermanns Job, würde ich sagen.
Familie Struss, das mit dem Rabatt, das gilt nur für den Spreadshirt-Shop, wo man Textilien bestellen kann. Die Schlüsselanhänger, dafür gilt das nicht. So, die haben jetzt gesperrt. Oh, hört ihr die Leinen vom Schlepper? Kammer, nee, das war die ganz normale Gangway. Das war nicht die für den Lotsen. Für den Lotsen gibt es eine sogenannte Lotsenpforte und die siehst du hier im Bild. Da geht der Lotse rein. Janni ist auch eingetroffen. Moin. Janni, alle Kreuzfahrtschiffe weg. Nur noch Blechboxen. Oldi, danke dir für die Verlängerung von deinem Prime Sub.
400 Meter lang ist sie, die One Ingenuity. 61 Meter breit, kann 24.000 Standardcontainer transportieren. Zurückbleiben. Feedback. Ja, das ist doch echt ganz cool mit der Sonne und dem magentafarbenen Schiff der One Ingenuity. Zurückbleiben. Feedback. Ja, und die sind schon in der Drehung. Da muss ich aber auch noch mal ein Foto aus der Luft machen. Jetzt sieht man auch sehr schön, wie die Schlepper arbeiten. Ja, Officer Snickers sagt, wie cool, wenn ich noch den UKW-Funk mitlaufen lassen könnte. Ja, so schnell kann ich aber auch nicht gucken. Dann seid ihr hier drüben. Ich glaube, das ist sogar strafbar. Ich glaube, das ist nicht nur einfach eine Ordnungswidrigkeit. Ich glaube sogar, dass das strafbar ist in Deutschland.
Wahrscheinlich machen die sich jetzt über uns lustig. Oh, Officer Snickers ist auf Instagram. Ja, hau doch mal raus. Teilen wir gerne. Teilen wir sehr gerne. Ja, mitfahren bei der Wasserschutzpolizei, das wäre natürlich mal ein Ding. Ich fürchte nur, das muss alles über Presse mit Presseabteilung, mit Genehmigung und allem Pipapo geschehen. Und ob die dann sagen, finden wir toll, ein Livestream von Bord, da würde ich jetzt mal ein Fragezeichen hintermachen. Jetzt stehst du mir voll motiviert. So, jetzt machen wir es. Jetzt haben wir was. Ein Behind-the-Scenes-Foto. Schipper Mats. Sebastian Kolze, vielleicht bist du mal so lieb und suchst mal den Instagram-Account raus. Schipper-Mats und verlinkst den mal. Oh, Janni, bis Donnerstag, so weit blicke ich doch nicht im Voraus. Lass uns doch erstmal morgen ein bisschen Kieler Woche machen mit der Windjammerparade. Und dann kümmern wir uns irgendwann um nächste Woche. Boah, also das Licht gerade. Leute, Leute. Jetzt kommen sie gleich. Jürgen, morgen Vormittag ist der Stream. Windjammerparade, Kieler Woche. Ich glaube, die ist von 10 bis 16 Uhr, aber so richtig losgefahren wird da, glaube ich, erst so gegen 11. Also ich habe mal einen Stream für 10:30 Uhr angesetzt, umzu bei plus minus ein paar Stunden. Du kennst das ja.
So, ich muss leider zwischenlanden. Achtung, Eimer, ich komme runter. Vielleicht gehe ich gleich noch mal in die Luft, dass wir noch ein bisschen was von der One sehen, wenn die eingeparkt wird. Das müsste mit der Drohne ja gehen, wenn wir da oben über die Bäume gucken. Mal kurze Pause machen hier mit der Drohne. Boah, richtig tolles Licht, echt. Ja, ich sage es, kommt für euch. Sensationell. Sensationell. So, einer muss die Sperrung aufheben. Sperrung aufgehoben, ja. Ja, das ist doch cool, wenn die Polizei halt auch so locker drauf ist. Ich finde das klasse. Nee, also das ist echt... Also alle, ne? Schon mal hier mit Kollegen. Hatten wir einen Drucker mit, schnell ein paar Bilder ausgedruckt von der Amerika-Hüft. Ja, ja. Auf WSPK gefahren, hey, wir haben Bilder für euch. Oh, das ist ja geil. Da haben wir uns richtig drüber gefreut. Überlegt mich auch. Ja, also, wir hatten einen Mobildrucker mit. Haben wir die hier gleich ausgedruckt, irgendwie kurz Color Grading gemacht. Und komm, da fahren wir doch schnell hin, ist ja ums Eck. Ja, die sind echt locker drauf hier. So, wenn die Fähre weg ist, dann starte ich nochmal, dann können wir nochmal ein bisschen über die Bäume gucken, wie die One da reingezogen wird. Ja, vielen Dank, Officer Snickers und Kollegen. Vielen, vielen Dank. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ulrich Böcker haut noch eine Mitgliedschaft raus. Vielen Dank. Janni Hahn ist auch seit 8 Monaten dabei und sagt danke für die wundervollen Streams. Janni, schön, dass du dabei bist.
Und der Sebastian Kolze, sagt auch noch mal wieder so tolle Bilder, ist seit 23 Monaten jetzt dabei. Sebastian, unsere Moderationsmaschine. So, jetzt muss ich aber mal langsam noch einen starten hier, damit wir da über die Bäume gucken können. Okay. Ja, jetzt ist sie gerade ein bisschen verdeckt, aber gleich geht das besser. MSC liegt da hinten auch schon. Ja, das war doch wohl ein Mega-Stream, oder? Unfassbar gut. Ja, Chris, du sagst es, Chris. Da sieht man auch noch sehr schön, wie die zwei Schlepper die MSC drücken. Also da wird noch festgemacht, sind noch nicht alle Leinen fest. Sebastian will mich heute noch auf die 300 bringen. Ja, das war sensationell. Ja, Hannes, hast recht. Also Farben waren heute super, oder? Also das Grün und das Pink. Pink war toll, ne? Ja. Aber auch vorhin schon, ne, die Begegnung. Also es ging ja los mit der AIDA und dann, aber toll auch die Finnmarken mit der MSC. Richtig klasse. Seren, du verrücktes Huhn. Schon wieder ein Sub verschenkt. Ich danke dir vielmals. Ja, Lufthansen war jeden Cent wert, das stimmt. Das tat am Anfang ein bisschen weh, aber mittlerweile hat sich das Biest so bezahlt gemacht. Und ja, vielleicht habt ihr es vorhin nicht mitbekommen, vor 2 Wochen die Genehmigung morgen für die Kieler Förde beantragt. Heute um 11 Uhr gekommen, auf einem Freitag. Boah, Seren, sag mal, 400, hast du 470 Abos schon verschenkt? Digga. Dickes Dankeschön.
Ursi, nee. Also die Kräne sind eigentlich nicht neu, nur die hinteren beiden. Ansonsten ist da, glaube ich, nichts neu. Das wäre mir auch neu. Und Thomas grüßt vom Grill. Boah, auf Grill hätte ich jetzt aber auch Bock. Thomas, das ist fies. Nicht mit Essen anfangen im Stream. Ich danke dir für 22 Monate. Chris, ich danke dir vielmals. 2 Euro für die Spendendose. Ich muss es, glaube ich, vorlesen, oder? Sensationell. Ach. Ja, während die One Ingenuity kommt, ich kann ja hier einmal so ein bisschen rüberschwenken. Einen kleinen Blick aufs Eurogate. Hintergrund die Köbrandbrücke. Hamburg-Spotter, das kann ich dir nicht sagen. Also bis Sonntag bin ich auch noch nicht. MSC Sonntagmittag. Die Quittery, geht die da wieder raus? Oder? Ich kann es dir noch nicht sagen. Ihr wisst doch, dass ich immer mich ungerne festlege. Die MSC muss auch noch relativ neu sein, oder? Was hatte die für ein Baujahr? Die sieht zumindest sehr neu aus. Die wollen uns gerne noch mal ein bisschen in Schwingungen versetzen. Mal etwas anderen Blickwinkel. Ja, ich darf leider nicht höher. Für mehr Flughöhe müsste ich dann extra noch die Flugsicherung anhauen. Aber ich denke, das ist so auch in Ordnung. Robert, ich kann dir nicht sagen, auf welchem Schiff jetzt der Donatus ist. Er meinte wahrscheinlich auf der MSC. Ich denke mal, dass der nicht gehornt hat, weil hier so viel los war. Und wenn er da, glaube ich, mitten rein dann so ein fettes Horn rausgehauen hätte, hätten einige nicht so ganz gewusst, wo das hingehört hat. Von daher denke ich, dass er sich einfach mal etwas zurückgehalten hat.
Holgi möchte unbedingt, dass wir die 300 voll machen. Haut 2 Euro in Pott. Sensationell. Ich danke dir. Ja, aber ist auch ein schöner Blick da rein, oder? Mit der Köhlbrandbrücke im Hintergrund. Ja. Das ist doch mal noch ein schönes Foto, oder? Ich muss noch mal ein bisschen zurückfliegen, dass ich etwas mehr drauf bekomme. Oder warte mal, ich kann ja auch rauszoomen. Nee, das ist ein bisschen weit weg. Noch mal schnell ein Foto. Guck mal, hier könnten wir sogar Drucki auf der Autobahn spotten. Da hinten sieht man die LKWs auf der Autobahn. Ja, ich denke, damit haben wir einen super schönen Stream gehabt. So, und ab in die Landung. Zack. Mensch, was für ein Programm. Was für ein Programm. Sebastian fragt, ob ich den Findling zeigen kann. Ja, in der Tat. Hatten wir vorhin mit Brigitte davor, aber da ist er. Das ist der alte Schwede. Komme ich gerade so hin. Ein bisschen weiter rechts ist gleich der Dalben. So. Der Hamburg-Spotter schickt auch nochmal 5,99 mit einem Dankeschön für alle hinter der Kamera, Drohne und dem Chat. Ja, Chat war wieder sehr angenehm. Ihr Lieben, das war doch wohl ein sensationeller Stream, oder? Also mir hat das richtig Spaß gemacht. Ich mag das ja, wenn ordentlich Verkehr ist. Hier hätten sich für eine Viertelstunde mehr Abstand dazwischen, wäre nicht verkehrt gewesen. Aber hey, nee, also gefällt mir richtig gut, wenn so Attacke ist. Und keine großen Längen dazwischen, also viel passiert. Ich glaube, die Bilder waren echt toll, das Licht war toll. Super Schiffe gehabt, Aida Luna, die Finnmarken von Hurtigruten, die Ever Mega hatten wir, dann die MSC Quittery, die One Ingenuity, dazwischen noch ein paar Feeder,
die Escape hatten wir, Fairplay96 war dabei und heute als Special Guest im Stream live dabei die Wasserschutzpolizei mit Officer Snickers. Überfallt den mal auf Instagram. Also ja, ballert da mal richtig auf Instagram ein paar Follows rein. Ja, das würde mich echt freuen. Also dem müssen wir auch gleich erstmal folgen. Also richtig, richtig klasse. Ja, und Chat war natürlich auch wieder mega. Ne? Also Chat war wirklich sensationell. Ihr habt wieder ordentlich mitgemacht. Danke, danke für die ganzen Infos immer. Das könnte ich alleine alles gar nicht leisten. Selbst wenn ich selber Sachen raussuchen könnte, ist das natürlich viel einfacher, wenn ihr im Chat einfach ein bisschen unterstützt. Und ja, ich glaube, es war auch wieder sehr angenehm. Also ich hoffe, ihr habt euch alle wohlgefühlt im Chat, gut unterhalten gefühlt, konntet ein bisschen chillen dabei, die Bilder genießen. Morgen geht es dann nach Kiel, Windjammerparade, so ich schätze mal 10:30 Uhr plus minus irgendwas. Den Stream, den habe ich schon eingerichtet und ja, dann gucken wir uns das mal an. Ich habe es noch nie gemacht, ich hoffe, dass das alles so mit dem Standort klappt, wie ich mir das ausgedacht habe. Ja, und dann auf jeden Fall nochmal ein fettes Dankeschön an alle Kanalunterstützer heute auf Twitch und auf YouTube. Ihr habt wieder ordentlich gespendet, Mitgliedschaften rausgehauen, Subs und Bits. Also echt, Leute, ein fettes, fettes Dankeschön. Ja, und natürlich unsere Moderatoren. Darf man nicht vergessen, sind das Rückgrat des Streams. Herzlichen Dank, dass ihr wieder ordentlich unterstützt habt. Und dann sage ich mal, Leute, wir sehen uns vielleicht morgen. Hamburg Hafen Live, over and out.